Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für Florentiner-Schnitten. Dafür müssen wir als erstes einen Mürbeteig herstellen, also 250 Gramm Mehl, 125 Gramm kalte Butter, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, einen halben Teelöffel Backpulver und zum Schluss 2 Esslöffel kaltes Wasser in eine große Rührschüssel geben und dann alle Zutaten für 3 bis 4 Minuten mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Wenn das erledigt ist, die Arbeitsplatte und den Mürbeteig leicht bemehlen und den Teig anschließend mit einem Nudelholz auf die Größe des Backblechs ausrollen. Um den Teig danach auf das Backblech zu heben, könnt ihr ihn einfach locker um das Nudelholz wickeln und dann auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech wieder abrollen. Jetzt den Teig nur noch am Rand und bis in die Ecken des Backblechs gleichmäßig andrücken und so kommt das Blech für 10 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Währenddessen kümmern wir uns um die Mandelschicht, dafür 50 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 50 Gramm Honig in einen kleinen Topf geben, bei mittlerer Hitze erwärmen und unter Rühren zum Schmelzen bringen. Anschließend einmal aufkochen lassen, für ein paar Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Masse leicht karamellisiert und eine bräunliche Farbe angenommen hat. Dann vorsichtig 100 Milliliter Sahne dazu gießen, mit einem Schneebesen glatt rühren und zum Schluss nur noch 100 Gramm gehobelte sowie 100 Gramm gestiftete Mandeln dazugeben. Alles für 1 bis 2 letzte Minuten unter Rühren leicht köcheln lassen und die Mandelmasse dann vom Herd ziehen. Jetzt den angebackenen Mürbeteig aus dem Ofen holen, die vorbereitete Mandelmasse auf den Teig geben, gleichmäßig darauf verstreichen und zum Schluss noch ca. 50 Gramm kandierte Früchte auf der Oberfläche verteilen. Ich habe hier einfach ein paar halbierte und geviertelte Belegkirschen verwendet. Und dann kommt das Backblech für weitere 12 Minuten zurück in den Backofen. Die Mandelschicht sollte eine goldbraune Farbe angenommen haben. Die fertigen Florentiner jetzt auf dem Backblech komplett abkühlen lassen und danach mit einem Messer zunächst in 6 bis 7 Streifen und anschließend in gleich große Quadrate schneiden. So sehen die fertigen Florentiner-Schnitten dann aus. Wer mag, kann die Schnitten jetzt noch mit etwas Schokolade beträufeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.